Hallihallo, ich bin Scaller und wir spielen weiter Yakuza, Like a Dragon. Im letzten Part sind unsere Verhandlungen mit Aoki gescheitert. Er hält sich raus, wir halten raus. Er will sich nicht raushalten, wir halten uns also auch nicht raus. Und nun wollte er uns beseitigen lassen. Das ist aber Gott sei Dank schiefgegangen und hier sind wir. Springen direkt rein. Oh, da ist auch schon die Verstärkung. Aber die sieht harmlos aus. Die sieht nicht ganz so harmlos aus. Sawashiro. Houston, wir haben ein Problem. Isn't this all a little much just to take me out? Come on. Maybe it is. But then again, you did survive being shot. So taking precautions makes sense. So this here's the guy who took a bullet from the cap. Thought you'd have some meat on you, but you're kind of scrawny, ain't ya? Wer bist du denn? Don't get cocky. Make sure he dies here. Ekliges Messer. In that case, how about we draw and quarter him? No way he pulls out of that one, eh? Do what you must. Ever seen a tuna carving? Get ready for the human version. Klar. When I'm done, I'll put his head in a box and ship it to you tomorrow. Just do it right. You leaving? Scared? No. I just don't want any of your blood on my suit. So you're still the type to leave all the dirty work to your peons. Guess after all these years, you didn't learn shit from Arakawa-san. You never shut up about the boss. I've always hated that. Let him say what he wants, boss. Poor little shit only has a couple of minutes to live. Oh, noch jede Menge Zeit. No, that's enough talk. Kill him already. Let's start the dissection. Ich mal fertig. So. Okay, wir sind ein bisschen umzingelt. Das heißt, der Angriff... Ah, ja. Schauen wir mal. Ja, ein paar hat's getroffen. Reicht mir aus. Komm ich zu dir hin? Das Nummer 1 ist down. Ja, der hält ein bisschen was aus. Ach, Eri. Täuscht mich gerade. Mal schauen, nimm ein paar... Shit. Einer ist er vorbeigerannt hier. Transferschild. Was ist denn jetzt? Oh. Harry. Gut. Oh, schöner Schaden. Das reicht leider noch nicht aus. Ja, immer noch nicht. Oh, an dem komme ich wahrscheinlich nicht vorbei, oder? Doch, jetzt hat. So. Mitglied Nummer 2 ist erledigt. Und er holt natürlich Verstärkung. Shit. Oh. Wie macht man das am besten? Zeig mal, was du kannst. Sehr guter Angriff. Ist erledigt. Ja, der Schaden ist akzeptabel. Oh ja, ja. Ah. Für sowas bin ich nicht anfällig. So, der ist auch erledigt. Es werden immer weniger Gegner. Außer er ruft natürlich wieder nach Verstärkung. Ich hoffe nicht. Wenn die erledigt sind, dann
Kommen unsere Hauptgegner. So. Heftiges Aufspießen. Komm, zeig mal, wie das geht. Sehr schön. Ja gut, unser Deckung ist ja natürlich gut. Der Klatsche. Schauen wir, ob das Wirkung zeigt. Sehr gut ausgewichen. Sehr gut, nicht geschafft. Aber der hat viele Leben. Der hat sehr viele Leben. Ich muss überlegen, ob ich jetzt dann bald mal heile. Wir haben schon relativ viel Schaden davon getragen. Runter. Oh. Cool. Yes, er blutet. So will ich das. Krepiere. Beheilen wir schnell. Nicht, dass noch einer stirbt hier. Okay, passt. Die Hälfte der Leben haben wir schon mal. Was hättest du noch? Schneller Kranich. Schadet den Gegner durch einen Kranich gleich einen Luftsprung, auf den ein Tritt folgt. Chance auf Betäubung. Wie wir hören es. Das ist ein Konterstecken hier. Also die Verteidigung ist wieder zurückgegangen. Sehr gut. Irgendwie hat es der mit der Dachi, habe ich das Gefühl. Er blutet auch nicht mehr. Mal schauen. Kleines bisschen bluten bei dir. Tu mir doch den Gefallen. Er will nicht so richtig. Schauen. Sehr gut. Da wird Blut fließen. Aber Dachi, du könntest das schaffen. Er kommt wieder mit dem Konter an. Natürlich. Aber das macht jetzt nicht so viel Schaden. Das ist okay. Sehr gut. Schauen wir mal, was könntest du zu dir nehmen? Dachi, du brauchst Heilung? Sehr gut. Jetzt zwar nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber besser ist gar nichts. So. Jetzt wir ihn ordentlich rein. So, es fehlt nicht mehr viel. Ein oder zwei Angriffe, dann sollten wir es eigentlich haben. Hoffe ich. Ja. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt kommt die Crew. Wo bist du eigentlich? Matuba. Na gut. Da könnte er sich so sehr anstimmen, jetzt funktionieren. Sehr schön. Wir kümmern uns natürlich erstmal um die Begleiter. Die halten ja schon mal nicht allzu viel aus. Der eine ist schon mal down und der andere ist auch schon so gut wie erledigt. Schade. So. Drück mal auf ihn hier.
Meine Begleitung ist erledigt. Zeig mir diesen Angriff hier. Der Angriff ist schon cool. Schauen wir mal, wie weit wir bei dir mit der Geldklatsche kommen. Schwach sogar. Dann spieß mal ihn mal auf. Ich glaube, der Schaden war okay. Muss nur darauf achten, dass ich jetzt dann irgendwann mal Heilung einsetze. Und er ist halt die rechte Hand vorm Cap, vermute ich mal. Zumindest aktuell. Solange bis es verkackt hat. Was er jetzt dann vermutlich demnächst macht. Spätestens wenn wir mit ihm fertig sind. Boah, spießen. Schade. Auch sehr schwach, geil. Okay, ich glaube, ich habe seine Schwachstelle rausgefunden. Gut, dass ihr alle solche Angriffe drauf habt. Und immer schön auf dem Dorf. Ach, du kannst die? Na, schade. Standardangriff macht auch schwachen Schaden. Ja, das ist halt nicht so effektiv. Wie machst du weiter so? Sehr schön. Du versuchst es auch gleich nochmal. Ja. Bei dir kann ich nichts anderes machen, als einfach direkt drauf angreifen. So, Zeit für einen weiteren Poundmate. Ich glaube, für dich müsste es doch eigentlich effektiv sein. Ich finde es so bescheuert, aber irgendwie cool. Gary Buster Hoops. Mach ihn mal fertig. Lustig ist auch schwach. Ja, aber er hält immer noch sehr viel aus. Also der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir prügeln einfach weiter auf dich ein. Wenn bei irgendjemandem die Leben irgendwann mal eng werden sollten, muss man unsere Taktik ein bisschen überdenken. Aber bis dahin kommen wir so, glaube ich, ganz gut klar in den Kampf. Jetzt kannst du auch wieder ein bisschen bluten. Und ich zeig dir danach, wie man mit deinem Messer umgeht, okay? Wahrscheinlich werden wir es nicht tun. Na, schauen wir mal. Scheiß Blatthuber. Oh, er rebootet. Und er ist erledigt. Ich hoffe doch hier, ne? Nur 2 Level-Ups. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, das wäre mehr. Weren't you saying you were gonna put my head in a box and ship it to the captain? Lächerlich. Und zeigen wir ihm jetzt doch, wie das funktioniert mit dem Messer.
I'm sure he'll be surprised to see your head in there then. Hast du Angst? Mit dieses Schlag absichtlich daneben. Und er wird ohnmächtig. Ja, Schwachsinn. That guy was really gross. Are all Omi Alliance dudes like that? They're the biggest Yakuza group in the country. I'm sure they have even crazier Er guys. ist ja nur die rechte Hand And gewesen. that's what's flooding into Ijin show? Great. Ichiban! Hamako-san, something wrong? I was just at the shelter. The shelter? I was taking something to one of the girls. She forgot it at my place. But they were all gone. None of the staff would tell me where they went. I don't know what's going on. Calm down, Hamako-san. Please, help me find them. Hey, I'm really, really sorry. But they aren't in Japan anymore. What? Ja. The shelter was just a trap for mass deportations. No! Those girls, they don't have anyone to help them in the countries they came from. That's why they came to Ijincho in the first place. I just wanted to give them a chance. How did this happen? Das ist nicht dein Fehler. Hamako-san. If only I hadn't told them to go to the shelter. If only I'd realized sooner. Wie denn? It's not your fault. You did what you thought was best for them. Eben. He's right. Don't blame yourself. You were on their side until the end. I'm so sorry. God damn it. I told Hamako-san to get some rest. Thanks, Sachan. Ijincho just keeps taking hit after hit. Remember what Jungi Han said? We should basically get out of here while we can? Maybe we should consider that. For real. Können wir nicht. Wir müssen handeln. You want to run? I mean, isn't the situation kind of hopeless at this point? Nein. Hopeless, huh? Well, you got a place we can all go? Oh, not off the top of my head, no. How about you, Adachi-san? Nope. I don't even have family to stay with. My parents died a long time ago. Psycho? I mean, I could leave, but I would never abandon my sister or my father like that. Sounds like we've settled that then. Settled what? Dass wir nicht That gehen none werden. of us can run away from this. We're in the same boat as the Komijul and the Lyuma. So our only option is to fight, with or without hope. And personally, I say there is hope. How? How is there a chance of winning? It doesn't matter. A long time ago, Arakawa-san told me something. If you go into a fight thinking you got a chance to win, you're just being a bully. What the hell? Not gonna lie, that sounds kind of stupid. Hell no. A real fight's when you go up against someone so strong, you got no chance. Our enemies are the Omi Alliance and the Citizens Liberal Party. The crime lords from below are teaming up with the law from above. And I say bring it on. We're going up against all of Japan, basically. Too much for you, Adachi-san? Going soft on me? Don't be stupid. I couldn't ask for a better fight. Let's do it. But can we include Tokyo PD in that law part so I can kick their asses too? Hell yeah. Put them on the list. Good enough for me. You guys are ridiculous. You know that, right? Tell me about it. But, Admit it, you like that about us. yeah, what is my damage? Nanba,
Sachan, join us, and... Yeah. You can skip the pep talk. That's why I keep you guys around. You sure, Namba? Your brother's okay now, and he's getting married. What skin do you have in the game? Yeah, I know I've been a butt. But if my friends are gonna fight, so will I. I'm all in now. Besides, it'll make for a great speech at my brother's wedding. That's Let's knock them on their asses. Holen wir sie uns. Der Drache regt sich. Okay, das war das Achievement. Bei den ganzen Anspielungen und wirren Sachen könnte man das auch deutlich anders verstehen, wenn ihr versteht. Oh Mann, das Spiel macht mich fertig. Aber es ist gleichzeitig halt saugut. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Bin gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Und dann würde ich jetzt noch kurz ins neue Kapitel einsteigen. Und dann einen Aufnahmestopp machen und den Part auch beenden. Kapitel 12. Das Ende der... Okay, wir schauen uns noch die Videosequenz an. Der Wok brennt. There you go. There's more? I can't eat all this. Don't sweat it, Chairman. Us young folks can handle this chow. Oh, definitely. My stomach's a bottomless pit. Bon appetit. Hell yeah! We got so focused on our food that we forgot to actually discuss anything. Oh, it is damn good. Yeah. We have to get down to business. Guess I'm kicking us off. This is Kume-kun, leader of Bleach Japan's Yokohama branch. He's going to run for this district's representative seat in the next election. Now, what you gotta understand about this kid is he's just step one of Ryo Aoki's scheme to turn Ijincho into his personal political machine. Xiao's correct. Kume is just one step. Aoki's other steps include a huge number of Bleach Japan candidates all over the country. Yeah, I noticed that too. And the dam is broken. There's no stopping it now. Governor Aoki's too popular. There's no one who can stand up to him. So you think Kume's win is a done deal, Chairman Oshino? Pretty much. Kume has Aoki's broad public adoration at his back, throwing Aoki's fundraising and media savviness. Kume's got a very real shot at this. I'd say so. He wants Ijincho so bad, it's gotten personal for him. Since it was Ogikubo's kingdom before, seizing it makes Aoki the new heir apparent. That's gotta be what he's thinking. Yes. I'd venture to say that even if the Citizens' Liberal Party wins every other district, he won't be satisfied unless he wins this one. He's gonna throw everything he's got at this contest. Definitely. Well, I'm not gonna roll over and just take it. Anybody with me? Erstmal das schöne Essen hier. With you on what? On taking this dude down a peg. I'm sick of getting our asses kicked. We all are, but... We can't just let him win. We need to do something. I mean, Bleach Japan is in bed with the Omi Alliance. Isn't that fucked up? It's, you know, hypocritical. They go around preaching about how gray zones need to go, acting like they're heroes or something. Meanwhile, they team up with gangsters to take over Japan, and everyone just claps for them? Thing is, Kasuga, these gangsters have a governor on their side. They're untouchable. Are you guys even hearing yourselves right now? What's gotten into you? The Ijin 3 used to protect the weak and vulnerable in this town. Granted, you did it by running a huge scam, so I'm not gonna give you too much credit. But after everything the city's given you, don't you feel like you owe something to it? Look, I know none of you guys did what you did just for the money. Ogikubo was the one raking in all the dirty riches. You guys wanted to stop a war from destroying this town.
And if you don't stand up now, you're basically abandoning the Ijin 3's purpose. It's a disgrace. You sure you want to finish that thought? Yeah, dial it down, or I'll set you straight. Well, I, for one, agree with him. You do? Everything you said is true. We all lived in the gray zones, and sure, that ain't something to be proud of. But at least we could be proud of putting food on the tables of our men and their families. You're with me on that, at least, right, Songhui? If we roll over, we will be throwing away everything we've ever worked for. Zhao. No, it's true. And remember, I left the Liumeng in your hands. I trusted you to consider what my men need. This is shaping up to be your first job as their new boss. Come on, Songhui. Damn it. Fine. Chairman Hoshino, you got any wisdom of your own to lend us? Well, I do understand the need to be fair to the city. I'll help. And to think, Nichts auf I der only Welt ist came here umsonst. for the food. Didn't expect to get roped into some noble last stand. You know what they say. There's no such thing as a free lunch. True that. Now let's go take care of Kume. Genau. I have to admit, I will enjoy knocking that little punk off his pedestal. So what's a move? Good question. We need to strike, but how? Don't you think it's obvious? Nee. No? What? We need to ruin the young master's reputation. Meaning? We gotta make sure Kume loses the election. How do you propose we do that? That part I hadn't really figured out. But once we do, it'll be like kicking Aoki right in the face. I don't see how it's feasible. I mean, we could maim him. If he's too injured, he'd have to pull out of the race, and then... Nein, nein. You wanna kill him? Well, only if he resists. We can't do that. If he dies, they'll just replace him with some other tool. Eben. I'm sure they've got backup candidates waiting in the wings. Hey, winning. That's how we do it. We just win it ourselves. Huh? We win the election with our own candidate. Und wem? Put someone up who can get more votes than Kume. There's gotta be someone out there who can do it. Yes, probably. But how do we figure out who this someone is? We're not political consultants. Well, we should remember the votes for Kume aren't really for him in the first place. They're votes for Aoki. Good point. Can you think of anyone who fits the bill, Chairman Hoshino? Unfortunately, I can't say I do. Ogi Kubo was an incumbent here for many years, with no opponents who posed any real threat. The only people who ever ran against him just did so as a formality. Hey, you seem to know a lot about it. Why don't you run? Excuse me? Yeah, people know who you are. You've got charisma. No Yakuza's gonna win an election, even in the Ijin. If he did, I'd consider the world doomed. Seriously. But I could try to recruit someone who would have a chance in the race. That's a start. Hope you're not expecting me to shoulder this burden alone, though. What do you mean? Elections cost money, a lot of money. If I find a candidate, who's footing the bill for the campaign? I'll tell you right now, my people don't have a single yen to spare. Right, so, how much is it exactly? I'm willing to chip in some myself, but I'll need an additional 3 million yen cash just to register. 3 million? You need that much? At a minimum. If you can't scrape that amount together, this plan is dead in the water. I hate to say it, but he's right. Can you do it, Kasuga-kun? Ja, klar. Hab ich in der Tasche stecken. Das Ende der Yakuza. So, was machen wir jetzt? Ich brauche 3 Millionen Yen, um den Kampf zu einem jungen Herrn zu bringen. Ich gerade Klimpergeld.
Wenn ich das Geld habe, kann ich an der Bar ein paar Drinks ordern, bis Hoshino einen Kandidaten findet. So, jetzt sind wir aber endlich soweit. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, euer Agent.